Ich fange mit den einfachsten Arbeiten an, die Demontage des rechten Gehäusedeckels. Hier befindet sich vorne auf dem Kurbelwellenstumpf die Lichtmaschine und die Zündanlage. Die schöne Gerda hat bereits eine 12 Volt Vape-Anlage verbaut. Auf der Getriebeabtriebswelle sitzt das Kettenritzel. Das Kettenschloss zu öffnen und den Clip mit der Lasche zu entfernen, geht leicht direkt über dem Ritzel. Dreht man dann das Hinterrad etwas zurück, gibt es dort gerade genug Platz, damit man das Kettenschloss nach hinten aus der Kette herausfummeln kann. Die Kette ist nun getrennt und kann vollständig aus dem Kettenkasten herausgezogen werden. Nun können auch die Kettenschläuche abgenommen werden. So kann ich später, wenn der Motor draußen ist, das Motorrad wieder von der Bühne rollen und wegstellen, denn ich werde zwischendurch die Hebebühne auch noch für andere Arbeiten brauchen. Man mache es sich bei den MZ-Motoren zur Angewohnheit, Sicherungsbleche grundsätzlich nur auf oder zu biegen und zu drücken, aber niemals mit dem Hammer zu treiben. Die Wellen vertragen keine axialen Schläge, weil dann die Axialspieldistanzierung dahin ist, und ihre Rillenkugellager dürfen ohnehin keine axialen Schläge bekommen, wenn man sie nicht vorschädigen will und nach dem Ausbau wegwirft. Die Sicherung der Ritzelverschraubung wird also mit einem Schraubenzieher aufgebogen und aufgedrückt und die Mutter gelöst, indem man das Ritzel mit der Hinterradbremse festhält, solange die Kette noch drauf ist, oder man blockiert das Ritzel mit einem solchen Gegenhalterwerkzeug, wenn die Kette schon abgenommen ist. Jetzt kann das Ritzel von der Antriebswelle abgezogen und aus dem Wellendichtring herausgezogen werden. Bei diesem Motor ist das Ritzel hinten mit einem Dichtungsflansch ausgestattet, auf dem der Wellendichtring abdichtet. Die Dichtfläche sollte absolut riefen- und kratzerfrei sein, ansonsten ist das Ritzel auszutauschen. Der Wellendichtring ist in diesem abgeschraubten Deckel eingepresst. Obwohl der Deckel symmetrisch scheint, habe ich mir seine Position vor dem Ausbau durch Pfeile markiert, um ihn später wieder genauso einsetzen zu können, denn tatsächlich passt er nicht in jeder Lage gleich gut. Die Distanzscheibe liegt zwischen dem Rillenkugellager Außenring und dem Deckel und sorgt für das korrekte Axialspiel der Abtriebswelle. Diese Ausdistanzierung muss beim Zusammenbau wieder neu vorgenommen werden, gegebenenfalls mit einem Distanzring anderer Stärke. Links unterhalb der Antriebswelle sehen wir den Leerlauf-Kontrollschalter. Sein Kabel wird vorsichtig gelöst und aus dem Motorgehäuse herausgezogen. Zum Lösen der zentralen Schraube der Vapezündung kann man das Polrad einfach mit einem Werkzeug festhalten, das eigentlich für die Ölfilterpatronen bei PKWs eingesetzt wird. Ein ausrangierter Ledergürtel täte es vielleicht auch. Die Schraube greift in ein Innengewinde in der Kurbelwelle mit einem exotischen M7-Gewinde ein. Deshalb diese Schraube gut aufheben, die hat man nicht in jedem Werkzeugkasten rumfliegen. Als Sonderwerkzeug gibt es diesen Polradabzieher für die Vapezündung, der mit einem auch nicht so häufigen 28er Schlüssel ins Polrad eingeschraubt wird. Der gängige 19er Schlüssel dreht dann die lange Sechskantschraube gegen den Kurbelwellenstumpf und drückt so das Polrad nach außen von seinem Kegelsitz. Keine Sorge, dieser Kegelsitz klemmt das Polrad nur wenig. Ganz im Gegensatz zu dem kritischen Kegelsitz, auf dem die Kupplung auf der anderen Motorseite stark haftet. Und das muss auch so sein. Da liegen sie nun. Halteschraube, Polrad und das Abziehwerkzeug. Unter dem Polrad sitzt der Lichtmaschinenrotor mit seinen empfindlichen, lackisolierten Rotorwicklungen. Auch das Ding müssen wir abnehmen. Aber jetzt noch nicht, denn davon geht der ganze Kabelstrang ab zum Regler und zur Zündspule, den wir dort erst noch abklemmen und aus dem Rahmen und durch die enge Kabelführung im Motorblock hindurchziehen müssen. Das wird später noch eine der ersten echten Herausforderungen werden.
Ich bleibe aber erstmal bei den einfachen Demontagen und mache mich an den Auspuff. Ich lasse ihn komplett zusammen, denn so hat er ja gepasst und war bisher dicht. Der Plan ist, ihn an seinen 3 Anschraubpunkten gleichzeitig abzunehmen. Zuerst die Mutter am Auslass mit einem Hakenschlüssel lösen. Dazu braucht es schon mal einen Kunststoffhammer. Dann die Halteschraube unter dem Motorblock fast ganz rausschrauben und zu guter Letzt die hintere Schraube an der Strebe lösen, den Bolzen aber noch eingesteckt lassen. Jetzt muss man mit der einen Hand den Auspuff in der Balance halten, während die andere den Bolzen hinten rauszieht. Dann wechseln wir die Hand und entfernen die Schraube unter dem Motorblock, greifen dann den Auspuff mit beiden Händen und schieben ihn aus dem Zylinderauslasskanal heraus. Nun kann man das lange Monstrum weglegen oder wegstellen. Aus dem Auslasskanal habe ich den Dichtungsring herausgeporkelt. Auch wenn er einmal abgewischt noch gut aussieht, muss er für die Wiedermontage gegen einen neuen getauscht werden. Spätestens jetzt, also bevor wir die Lichtmaschine mit der Zündung ausbauen, sollte die Batterie abgeklemmt werden. Die Batterie selbst kann drin bleiben, aber der Tank muss runter. Benzinleitung abziehen und sicherstellen, dass der Benzinhahn auch dicht schließt. Hinten ist der Tank mit einer langen, dünnen Steckachse am Rahmen gehalten und vorne nur in Gummipuffern eingesteckt. Der Tank wird hinten angehoben und dann schräg nach hinten oben aus den Gummipuffern herausgezogen. Dabei stößt man gerne mal vorne mit dem Tank an die obere Gabelbrücke an, vor allem wenn die Gummipuffer am Tank ein wenig kleben. Dann löst sich der Tank mit einem Ruck und patsch ist die Macke im Tank. Deshalb sollte hier ein dickes weiches Tuch drauf liegen, bevor man den Tank anhebt und herauszieht. Wie schon zuvor beim Auspuff sollte man auch beim Tank vorher überlegt haben, wo und wie man ihn für die Dauer der Reparatur abstellt, damit wir nachher keine Kollateralschäden zu beklagen haben. Jetzt, wo der Tank runter ist, können wir die Leitungen verfolgen, die von Zündung und Lichtmaschine ausgehen. Bevor hier irgendwas ausgestöpselt, abgekabelt oder rausgezogen wird, ist es ratsam, den Zustand, in dem alles funktioniert hat, in Fotos genau zu dokumentieren. Das kann bei der späteren Wiedermontage ungeheuer nützlich sein. Rot, gelb, gelb, weiß an braun. Die Leitung von der Lichtmaschine läuft am Rahmen hoch und gabelt sich in 2 Äste. Einer führt zum Regler und der andere durch den Rahmen nach vorne zur Zündspule. Ausstöpseln reicht hier leider nicht, weil wir die dicken Stecker nicht durch die kleine runde Motorgehäuseöffnung am Lichtmaschinengehäuse hindurchgezogen kriegen. Wir müssen die Kontaktschuhe aus den Steckern herausziehen. In den Steckern klemmen Sie mit einem kleinen federnden Widerhaken. Mit einer etwas dickeren Nadel gehen wir von hinten in den Stecker hinein, drücken den Widerhaken zurück und können dann das Kabel mitsamt Kontaktschuh aus dem Stecker herausziehen. Falls die Farben, die reingehen, nicht auch dieselben sind, die den Stecker auf der anderen Seite wieder verlassen, Weiß an braun. sollten wir das mit einem Zettel am Kabel oder einem Aufkleber auf dem Stecker kennzeichnen.